Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Continental Conti Race Attack 2 Medium am Hinterrad und Conti Race Attack 2 Street, was auch die harte Mischung ist, am Vorderrad im Test. Hier auf der GasGas SM700 in den Größen 160 60 17 und 120 70 17. Los geht's mit unserem Reifentest nach dem Intro. So, der Conti Race Attack 2 haben wir in der Ausführung Medium gewählt, da er so aus unserer Sicht am besten auf der Straße funktioniert. Zwar gibt es den Reifen auch in der Soft-Mischung, da liegt der Temperaturbereich aber deutlich höher, nämlich im Bereich von 80 Grad Reifentemperatur, was auf der Straße tatsächlich nur schwer zu erreichen ist. Der Medium funktioniert hingegen schon bei 60 Grad ziemlich gut und der Race Attack 2 Street an der Vorderachse funktioniert schon bei 10 Grad Außentemperatur bis 60 Grad Reifentemperatur. Bedeutet im Endeffekt sind wir der Meinung, dass man hier das beste Setup für den Straßeneinsatz gefunden hat, um die idealen Temperaturbereiche zu erreichen. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass man nicht auf die Rennstrecke gehen könnte. Auch da performen die Reifen höchstwahrscheinlich noch ideal in diesen Temperaturbereichen. So, wir drehen jetzt mal eine sportliche Runde und messen dann einfach mal aus, welche Temperatur die Reifen haben. So, jetzt nach unserer ersten Runde volles Feuer auf dem Conti Attack Medium, Race Attack Medium am Hinterrad. Sieht man jetzt hier deutlich schon die Abnutzungsspuren. Das Gummi reibt sich richtig schön ab, aber trotzdem ein schönes Reifenbild, gerade auch an der Flanke. Temperatur mit 56 Grad nach 2-3 Minuten Standzeit. Wirklich gut, ab 60 soll er ja super funktionieren. Am Vorderrad
haben wir 45 Grad, auch eine richtig schöne Temperatur. Keine so brutalen Abnutzungsspuren, aber auch. Der Street soll ja in einem niedrigeren Temperaturbereich von 10 bis 60 Grad funktionieren. Sind wir also in der Straßenfahrt genau drin. Am Hinterrad soll es ja erst ab 60 Grad losgehen. Grippt aber wunderbar auch schon bei 50. Und dazu muss man sagen, dass heute eine bisschen kühlere Außentemperatur von nur 20 Grad ist. Fährt man also bei 25 bis 30 Grad, ist man locker im Funktionsbereich von den 60 Grad. Und der Reifen hat einfach Grip ohne Ende. So wie ihr jetzt also gesehen habt, ist der Racertec 2 in Medium am Hinterrad wirklich ideal für den Straßeneinsatz. Und der Racertec 2 Street vorne kann auch noch deutlich an Temperatur mehr vertragen. Was wir jetzt aber selbst bei unseren 3-4 sportlichen Runden auf einer kurvigen Landstraße tatsächlich nicht geschafft haben. Schauen wir uns doch mal einfach den Grip an. Der Grip während unserer Runden in genau diesem Temperaturfenster war wirklich ideal. Es kam in keinem Fall zu einem Rutscher. Dabei sind wir auch wirklich bis zur Kante gefahren. Hier sind jetzt wieder kleine Spuren, weil wir den Standort gewechselt haben und dann eher gemächlich gefahren sind. Der Reifen hat sich auch schön aufgeraut, quasi richtig mit dem Asphalt verzahnt. Und hier sieht man, das Attack-Logo ist schon komplett verschwunden fast. Am Vorderrad ist es eigentlich dasselbe Spiel. Auch hier auf den Flanken ein wunderbares Reifenbild, was darauf hindeutet, dass der Reifen sehr schön funktioniert hat. In puncto Grip kann man also zusammenfassend sagen, dass der Reifen in jeder Lebenslage funktioniert hat. Man muss dazu noch sagen, dass heute nur ungefähr 20 Grad an unserem Testtag waren. Kommt man also noch in höhere Temperaturgefilde, so sollte das Ganze noch besser funktionieren. Da ich dann nochmal die 10 extra Grad, sagen wir mal, es hat dann 30 Grad Außentemperatur, dann habe ich noch 10 extra Grad am Reifen vorne und hinten, was dem Reifen dann noch zuträglicher ist. Trotzdem, selbst bei 20 Grad oder 18 Grad Außentemperatur, absolut Bombe, viel Grip, kein einziger Rutscher, weder vorne noch hinten. Und somit im Hinblick auf den Reifengrip im Straßeneinsatz kann man eigentlich nur die volle Punktzahl vergeben. Auch der Nassgrip des Racertec 2 ist wirklich überraschenderweise sehr gut. Wir haben den Reifen während eines Sommerregenschauers auf einer feuchten Straße gefahren, während sie leicht abgetrocknet ist, und sind dabei auch wirklich sportlich zur Sache gegangen. Natürlich haben wir den Reifen dann nicht hier in den Slick-Bereich gelegt, wo dann gar kein Profil mehr ist. Das will man bei Regen aber auch gar nicht machen. Trotzdem sind wir bei sportlicher Landstraßenfahrweise durch enge Kurven mit 80 bis 120 km/h im legalen Bereich sehr zügig vorangekommen und haben auch keinerlei Feedback oder Grip im Nassen vermisst. Daher kann man auch in diesem Punkt dem Reifen für einen Rennreifen bzw. Rennstreckenreifen dieser Güte eine hohe Punktzahl einräumen. Mit Sicherheit hat er auch das sehr tiefe Profil hier am Hinterrad, was viel Wasser verdrängen und aufnehmen kann, eine große Rolle beim guten Nassgrip gespielt. Die Agilität und das Kurvenverhalten beim Racertec 2 unterscheidet sich zum Conti Attack SM Evo, mit welchem wir den gerade direkt vergleichen. Wir haben quasi erst den Evo gefahren, abgezogen und dann gleich den Racertec 2 Street aufgezogen, beziehungsweise den Racertec 2 Medium, um halt herauszufinden, bekommt man hier noch eine bessere Performance als der Evo. Und im Hinblick auf die Agilität muss man sagen, dass der Reifen deutlich stabiler liegt, vor allem dann in tiefen Kurven, deutlich mehr Vertrauen und Stabilität in das Fahren reinbringt. Wir vermuten, dass das Continental so entwickelt hat, dass es eben für Superbikes gut passt. Für Supermotos eher untypisch, da schätzt man es ja eher agil. Trotzdem ist der Reifen nicht
nicht zu stabil. In engen Kehren kann ich ihn schon mit etwas Nachdruck am Lenker übers Vorderrad fahren. Und wenn ich ihn dann tief in den Radius drücke, dann verharrt er da auch wirklich sehr stabil und bietet extremst viel Grip in tiefsten Schräglagen am Vorderrad. Was also dem Supermoto-typischen Fahrstil des Drückens sehr zuträglich ist. In schnellen Wechselkurven muss man den Reifen dann schon etwas, sagen wir mal, umwuchten. Da möchte er mehr geführt oder gewuchtet werden als zum Beispiel der Attack SM Evo. Der legt sich leichter, zum Beispiel von links in eine Rechtskurve um, im Fall einer Wechselkurve. Das ist jetzt hier eher nur mit Nachdruck machbar, ist aber an sich keine negative Eigenschaft, wenn man sich daran gewöhnt hat, da der Reifen ja so auch sehr vorhersehbar zu fahren ist und viel Vertrauen und Kurvenstabilität bietet, welche dann auch Korrekturen im Radius noch sehr gut zulässt. In diesem Hinblick der Agilität würden wir also nicht sagen, ja, er ist besser wie der Attack SM Evo, sondern er ist nur anders. Hier kommt es eben auf die Vorlieben des Fahrers an. Wer es ein bisschen stabiler mag, soll einfach zum Racertec 2 greifen. Wer es ein bisschen agiler mag, kann zum Attack SM Evo greifen. Trotzdem hat hier keiner der beiden Reifen irgendeinen Vor- oder Nachteil. Das Verhalten beim Anbremsen, vor allem beim starken Anbremsen in die Kurve hinein, ist beim Racertec 2 deutlich besser wie beim Attack SM Evo. So kann man hier mit dem Racertec richtig schnell in die Kurve einfahren, auf den letzten Millimeter bremsen, im Radius die Bremse noch voll gedrückt halten, dann loslassen und sofort wieder beschleunigen. Der Reifen stellt sich nicht auf, der Reifen fällt nicht in die Kurve herein, bietet genügend Feedback, um mir zu sagen, okay, jetzt wird es knapp oder nicht. Und hier sehen wir die größte Verbesserung im Vergleich zum Attack SM Evo. So kann ich den Reifen halt wirklich supermototypisch auf der letzten Rille in den Radius fahren, mit vollgezogener Bremse. Er bietet massig Grip und stellt sich nicht auf, was eben beim Evo oft der Fall ist, beziehungsweise was auch beim Evo stark zu bemängeln war, dass er dann in den Radius gefallen ist. Das haben wir hier überhaupt nicht. Das Feedback des Racertec 2 ist wirklich solide. Er bietet in jeder Fahrsituation viel Vertrauen. Feedback ist also immer da. Jetzt nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel bei einem Pirelli-Reifen, aber trotzdem in jedem Fall gutes Feedback, was viel Vertrauen beim sportlichen Fahren schafft. Im Hinblick auf den Komfort kann man dem Racertec 2 auch keine schlechten Eigenschaften zusprechen. Hier muss man tatsächlich sagen, der Reifen fährt sich für einen Rennstreckenreifen sehr komfortabel, ist auch sehr weich, wie man das sieht. Und die Karkasse ist auch nicht bretthart, kann also auch wunderbar auf der Landstraße in gemütlicher Art gefahren werden, ohne dass man permanent das Gefühl hat, irgendwie auf einem holprigen, viereckigen Reifen zu sitzen. Ist also auch im Hinblick auf den Komfort für einen Rennstreckenreifen mehr als akzeptabel. Schauen wir uns mal den Verschleiß des Racertec 2 Medium am Hinterrad an. Hier muss man sagen, er hat ein wirklich schönes Verschleißbild, reißt nicht großartig auf, verzahnt sich gut mit dem Asphalt, auch auf den Flanken und hält seine Temperatur richtig gut, hat also ein sehr schönes Wärmeverhalten. Dadurch, dass er hinten so viel Aufmaß von fast 6 mm im Profil hat, könnte er auch eine wirklich lange Zeit halten. Wir vermuten, obwohl er ein Rennstreckenreifen ist, der super soft ist, dass er sich im Straßenbetrieb deutlich länger am Hinterrad halten könnte als ein Attack SM Evo. Das Verschleißbild am Vorderrad ist ebenfalls sehr gut. Gerade hier in dem Bereich, wo der Reifen halt Grip liefern muss, beim Drücken in den Kehren, hat es sich schön aufgeraut.
und bietet da auch viel Grip. Fährt sich quasi wie auf Schienen und klebt am Asphalt. Was wir aber vermuten hier, das Aufmaß vom Profil ist wirklich sehr, sehr gering. Wenn man hier sieht, hier ist die Abfahrgrenze und wir sind jetzt hier mit 300 Kilometern schon nahe der Abfahrgrenze. Ich vermute mal, dass das Vorderrad vielleicht höchstens 1000 Kilometer durchhalten wird, bis man es wechseln muss. Allerdings muss man dazu sagen, der Racertec 2 Street ist ja die harte Variante, wird also wahrscheinlich noch ein bisschen besser halten. Wenn man sich dann den Racertec 2 Medium oder Soft aufs Vorderrad zieht, könnte es noch problematischer oder noch kürzer werden. Im Vergleich zum SM Evo würden wir sagen, dass sich am Vorderrad der Verschleiß nicht viel schenkt. Hier kann man also sagen, hat man weder einen Vor- noch einen Nachteil. Wie ihr also gesehen habt, ist der Racertec 2 Medium und Racertec 2 Street ein wirklich, wirklich guter Reifen, auch für den Einsatz auf der Straße und für die Rennstrecke. Für wen empfehlen wir den Reifen? Wer extrem sportlich auf der Straße unterwegs sein will, der kann hier mit dem Racertec 2 tatsächlich nochmal ein richtig gutes Upgrade bekommen. Wer dann noch ab und zu auf die Supermoto-Strecke geht oder auf Achse zur Rennstrecke fährt, der ist mit dem Reifen wirklich, wirklich gut bedient. Wie gesagt, er funktioniert im sommerlichen Temperaturbereich immer ziemlich gut, im Straßenbetrieb und kann halt auch die Rennstrecke im ganz extremen Betrieb komplett bedienen. Daher empfehlen wir den Racertec 2 für Supermoto-Fahrer, aber auch für Naked Bike und Supersportfahrer, die wirklich sportlich auf der Straße unterwegs sein wollen und auch hin und wieder mal gerne auf die Rennstrecke gehen. Ist der Racertec 2 ein Upgrade zum Conti Attack SM Evo? Wir müssen sagen, ganz klar ja. Wer es noch sportlicher will, der wird hier mit dem Racertec richtig zufrieden sein. Er bekommt mehr Grip, mehr Stabilität, vor allem beim Drücken in den Spitzkehren klebt das Vorderrad einfach nur förmlich am Asphalt. Der Grip ist in allen Lebenslagen da, auch am Hinterrad. Während unseres gesamten Tests haben wir niemals den Grip verloren, auch nicht im kalten Zustand. Das Aufwärmverhalten ist genauso gut wie beim Attack SM Evo, wenn nicht sogar besser. Das Wärmeverhalten insgesamt ist deutlich besser wie beim Attack SM Evo. Der Verschleiß am Hinterrad dürfte besser sein wie beim Attack SM Evo. Der Verschleiß am Vorderrad dürfte relativ ähnlich sein. Einzigster Punkt oder einzigster großer Unterschied ist, dass der Evo etwas agiler ist. Der Racertec 2 etwas stabiler. Wer aber sagt, okay, ich kann ein bisschen mehr arbeiten beim sportlichen Fahren, der wird hier mit dem Racertec 2 hochzufrieden sein. Ab 15 Grad Außentemperatur bis 30 Grad oder 35 Grad Außentemperatur performt er dann richtig gut und ist auf jeden Fall ein Upgrade zum Attack SM Evo. Wir hoffen, dass euch unser Reifentest gefallen hat und wünschen euch viel Spaß und eine schöne Motorradsaison 2023.